Klimaschutz, Nachhaltigkeit und ein verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Das sind längst nicht mehr nur Themen für die Fridays for Future Kids, auch für CEOs, die Politik und letztendlich für jeden Einzelnen von uns. Denn wir alle fragen uns, wie stoppen wir den Klimawandel? Eins ist klar, ohne Digitalisierung wird das nicht funktionieren. Häufig sind smarte Technologien der Schlüssel zu mehr CO2-Ersparnis und mehr Nachhaltigkeit. Alexander Raabe, der Geschäftsführer des ECO-Verbands der Internetwirtschaft, hat dafür eine ganze Reihe von Beispielen. Die vernetzte Mobilität der Zukunft spart alleine 50% der CO2-Emissionen ein. Oder schauen wir uns mal an, was ein Tag Homeoffice in der Woche an CO2-Emissionen bringen kann. Da sehen wir im Jahr 1,6 Millionen Tonnen. Und das ist noch das konservative Szenario. Die Rechenzentren in Frankfurt am Main, deren Abwärme genutzt, würden alle Wohnungen und Bürogebäude in der Stadt heizen können. Viele Ideen, viel Potenzial, aber auch schon ganz viel Konkretes. Die Rechenzentrumsbranche zum Beispiel, die hat sich selbst mit dem Climate Neutral Data Center Pact ein hehres Ziel gesetzt. Bis 2030 will die gesamte Branche komplett klimaneutral werden. Das nenne ich mal eine ambitionierte Selbstverpflichtung. Aber man ist hier schon länger auf einem wirklich guten Weg. Die CO2-Emissionen europäischer Rechenzentren entwickeln sich seit vielen Jahren rückläufig. Sie benötigen heute 12-mal weniger Energie als noch im Jahr 2010. Abwärme, aber auch überschüssige Energie, beispielsweise durch Windkraft. Das sind die spannenden Energiequellen der Zukunft, zumindest für die Datencenterbranche. Und genau um die soll es ja gehen hier im ersten Teil dieser kleinen Reportage. Windkraftanlagen erzeugen häufig mehr Strom, als das Netz verkraftet. In diesem Fall werden sie schlicht abgeschaltet. Das sieht man häufig bei viel Wind. Auf einmal stehen die Räder still. In solchen Momenten wären doch direkte lokale Stromabnehmer vor Ort eine grandiose Lösung. Rechenzentren zum Beispiel, unten drin im Windrad. Johannes Lackmann, der setzt diese Idee in die Tat um mit seinem Team. Er ist einer der Geschäftsführer von Westfalenwind. Wir haben keine Übertragungsverluste. Wir haben günstige Kühlmöglichkeiten im Windkraftturm in einer kühlen Umgebung im Windpark. Wir haben Glasfaseranschluss, quasi die komplette Infrastruktur. Und wir können hier Georedundanz schaffen, indem wir die ganze Hardware auf verschiedene Windkraftanlagen verteilen. Rechenzentren brauchen Strom und erzeugen Wärme. Abwärme, die beim Kühlen der Hardware entsteht. Die kann man jetzt umständlich ableiten und in die Atmosphäre entlassen. Muss man aber nicht, denn Abwärme ist eine grandiose Energiequelle. Sie ist absolut nachhaltig und CO2-neutral, weil quasi zweitverwertet. Die Firma Green Mountain betreibt in Norwegen mehrere hocheffiziente Rechenzentren mit 100% erneuerbaren Energien. Die Abwärme, die wird obendrein extrem kreativ verwertet. Green Mountain wurde gleich mit 2 Eco Awards ausgezeichnet, dem für Data Center Infrastructure und dem für Nachhaltigkeit. Da will ich mehr erfahren. Weil hinfliegen oder fahren alles andere als CO2-effektiv wäre, bin ich zum digitalen Call mit dem CEO verabredet. What you do is you use your waste heat in very special ways. Please tell us something about that. I normally say when you have a 25 megawatt data center, you can compare that to putting in 25,000 ovens of a kilowatt inside your data center, and it creates a lot of heat, and we have to remove that heat. So it's a resource, and it was also stated by the EU in their energy efficiency directive last year, saying that you have to consider the waste heat out of a data center as a resource. We have done that for many years, and have, I would say, quite some nice innovations where we have ended up, we have investigated several different options, but ended up with a cooperation with another business that is quite huge in Norway, and that is fish farming. Mm-hmm. So traditionally the fish farms were out in the sea, but you had issues with diseases and other challenges. So now they're trying to move the fish farms onshore. And if we're able to use the heat out of a data center to heat up the water in the fish farm, you will have a better and controlled environment, and also the fish will grow faster. Thank you very much, Dr. Christian. Bye-bye. Bye-bye.
Es gibt viele tolle nachhaltige Leuchtturmbeispiele. Klimaschutz ist aber eine Mammutaufgabe, die man nur gemeinsam bewältigen kann. Das ist auch eins der Top-Themen der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen des ECO, wie ihr Sprecher Bela Waldhauser erzählt. Um die digitalen Nachhaltigkeitspotenziale auszunutzen, müssen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eng zusammenarbeiten. Wir müssen gemeinsam innovative Lösungen finden, um a. die digitalen Infrastrukturen selber nachhaltiger zu machen, b. aber auch die Potenziale, die wir in Wirtschaft und Gesellschaft haben, voll zu nutzen. Am Anfang von mehr Nachhaltigkeit steht zuallererst auch immer eine Investition in eine neue Idee, in eine neue Technologie, in eine neue Strategie. Worum es dabei geht, das bespreche ich mit dem Geschäftsführer des ECO, Alexander Rabe. Was brauchst du denn für die Verbandsmitglieder im ersten Schritt, um mehr in Nachhaltigkeit zu investieren? Wir brauchen Sicherheiten, was wir beispielsweise auch unter dem Begriff Nachhaltigkeit verstehen. Das heißt, wenn wir im ersten Schritt eine Definition haben, die uns in unserem täglichen Arbeiten als Anbieter digitaler Infrastrukturen, Technologien oder Anwendungen Nachhaltigkeit ausdefiniert, sind wir schon einen großen Schritt weiter, am Ende auch nachhaltig agieren zu können. Zum einen, die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen natürlich auch stimmen. Das ist das A und O, wenn man investieren möchte. Und Investitionsfähigkeiten scheint momentan gerade über der europäischen Ebene ein großes Thema zu sein, wo wir viele Fragen noch haben, was es eben für Unternehmen der IKT-Branche genau bedeutet. Hier würde ich mir an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen mehr Klarheit seitens der Politik wünschen. Jetzt können wir ja mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wo geht die Reise hin in Sachen Nachhaltigkeit in der Digitalbranche? Im Idealfall sind digitale Technologien als Teil der Lösung anerkannt. Man versteht, dass wir einen Klimawandel nur dann aufhalten können, indem wir effizient digitale Technologien und Anwendungen einsetzen, um effizienter zu wirtschaften, effizienter Mobilität betreiben zu können und die Gesellschaft am Laufen zu halten. Das ist das, was wir uns wünschen, und das ist das, wofür wir auch arbeiten. Nur gemeinsam können wir die Welt ein bisschen besser machen und das Klima retten. Die Digitalisierung ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, wenn nicht sogar der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit. Ob Schutz der Ozeane mittels Robotik, KI im Kampf gegen Krebs oder verminderter Pestizideinsatz durch Smart Farming. Viele weitere spannende Lösungsansätze gibt es auf jointhesolution.eco.de. Und wenn auch Sie mit Ihrer digitalen, smarten Technologie oder Nachhaltigkeitsstrategie Teil der Lösung sind, dann melden Sie sich gerne bei uns. Vielleicht drehen wir ja eine der nächsten Folgen dieser Reportagereihe bei Ihnen.